Hallo Leute, ein untypischer Anfang des Videos. Ich sitze hier auf meiner Couch und prokrastiniere. Kennt ihr dieses Wort? Prokrastinieren? Es ist Dienstagabend. Wir fahren morgen früh in Urlaub, in einen Skiurlaub. Ich bin schon so gespannt. Da hinten ist die Weihnachtsdeko. Die muss zurück in den Keller. Der Tannenbaum ist weg. Wir haben alles aufgeräumt. Und ja, nur die Kissen erinnern uns noch an die Weihnachtszeit. Und ja, jetzt muss ich backen. Aber ich habe keine Lust. Ich sag's euch, ich prokrastiniere. Okay, unsere Koffer sind da. Hier ist mein Reiserucksack. Das sind unsere Helme. Und hier habe ich noch meinen Skianzug. Ich zeige es euch auf der Piste. Es ist so crazy. Ich habe diesen Skianzug bei Oysho gekauft. Ich habe eine E-Mail von Oysho bekommen, dass sie neue Skianzüge haben. Und Leute, es ist crazy. Der Preisunterschied zwischen Deutschland und Spanien war einfach 70 Euro. Also eine Freundin von mir, die kommt aus Madrid und die war über Weihnachten in Madrid und hat mir den Skianzug bei Oysho gekauft. Voll schön. Also das nehme ich mit. Die Koffer sind da, die Helme sind da, meine Skischuhe passen leider nicht. Also Skiboots, die werde ich dann ausleihen. Ausleihen, kennt ihr das Verb? Also wir mieten die Wohnung, aber wir leihen die Skiboots aus oder wir leihen die Skiausrüstung aus. Also, ich würde sagen, das war ein ganz kurzer Start in den Vlog. Ich werde mich jetzt fertig machen, beziehungsweise ich mache die Koffer fertig. Ich packe die Koffer. Dann sehen wir uns morgen früh im Auto auf dem Weg nach Österreich. Wir fahren zum ersten Mal in das Pitztal. Es ist sehr hoch. Ich glaube, der Ort, wo wir hinfahren, ist auf der 3500 Meter Höhe. Also wirklich sehr hoch in den Bergen. Excited! Ich nehme euch mit und dann kann ich euch morgen auf dem Weg erzählen, was ich alles für dieses Video geplant habe. Guten Morgen, wir haben alles geparkt. Unsere Freunde holen uns in 5 Minuten ab, also gehen wir jetzt los. Ich freue mich schon auf den Trip. Ich habe mir überlegt, dass ich euch in diesem Video einige Dialekte erkläre. Mal schauen, wie viele Wörter ich selber hinbekomme. Aber wir haben eine Expertin dabei. Falls sie Lust hat, vielleicht kann sie ein bisschen was teilen, beziehungsweise ein bisschen was aussprechen. Meine Freundin Tabea, die ist Schauspielerin und Musicaldarstellerin. Sie kann ganz gut verschiedene deutsche Dialekte aussprechen. Naja, mal schauen. Aber jetzt, lass uns losgehen. Wir haben hier noch unsere Skisachen, die Helme. Die Koffer sind auch schon gepackt. Also, es geht los. Sind Sie ready? Na klar, immer. Ich auch. Ich freue mich. Mal schauen, ob wir alles in den Kofferraum bekommen. Sie sind da. Tabea, hast du Lust in meinem Video was zu sagen? Oh Gott, was denn? Aber später. Ich habe mir überlegt, dass wir über österreichische und deutsche Dialekte sprechen, genau. Oh, aber ich kann gar keine Dialekte. Dominik, kannst du Dialekte? Der kommt aus Bayern. Du kommst aus Bayern, du musst was können. Der Dominik kann auch nicht mehr das R rollen. Aber du kannst Brötchen. Aber ich kann sonst keine Dialekte.
wir sind da. 6 hours later. Oh, es fühlt sich so gut an, auszusteigen. So, jetzt auspacken und einchecken. Wir sind da, let's go. Oh mein Gott, das Zimmer sieht so gut aus. So schön. Ich wusste gar nicht, was wir gebucht haben. Also das ist eine kleine Überraschung für mich. Wow, sehr, sehr groß. Sehr schön mit einer Couch. Und dann haben wir hier einen Schrank. Wenn man länger hier bleibt, dann ist es auf jeden Fall sehr praktisch. Und dann geht es auf den Balkon. Wow, I love it. Und da werden wir morgen fahren. Also nicht genau da, aber auf dem Gletscher. Herrlich, einfach herrlich. Unten, es gibt eine Nachmittagsjause. Ganz lustig. Das Wort Jause habe ich auch noch nie gehört. Beziehungsweise vielleicht irgendwann gehört, aber natürlich noch nie benutzt. Also es ist quasi wie eine Nachmittagspause. Es gibt ein Buffet. Also wir können was essen, was richtig schön ist. Wir haben alle extremen Hunger. Und genau, das war ganz süß. Wir wurden als erstes im Hotel mit Grüß Gott begrüßt. Also man sagt auf Hochdeutsch natürlich Guten Tag oder Hallo. In Bayern und in Österreich sagt man ganz häufig Grüß Gott. Und in Hessen, da wo ich wohne, in Frankfurt, kann man auch manchmal hören Servus. Beziehungsweise man hört da häufig Servus. Und was sagt man in Hamburg? Moin. Moin. Moin, moin. Sind Sie glücklich? Ja, sehr. Schönes Zimmer. Ja. Ist schön hier. Sehr schön und es ist sehr gemütlich. Es gibt Schnee, das ist die Hauptsache. Und es ist auch, was vielleicht ein Nachteil sein könnte, es ist sehr kalt. Minus 11 Grad oder minus 15 sogar jetzt. Mal schauen, wie warm oder wie kalt es morgen ist, wenn wir wirklich fahren. Also, jetzt auf dem Plan. Wir gehen was Kleines essen. Dann holen wir uns Skier. Wir leihen uns Skier und die Boots aus. Und danach gibt es wieder Essen. Okay, let's go. Jause, Nachmittagsjause. Wie sagt man Brötchen auf Österreichisch? Semmel? 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 Sehr gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Morgen. Wir gehen jetzt zu den Liften, holen uns das Ticket und fahren los. Let's go. Ich teste gerade eine neue Skibrille. Wusstet ihr, dass Brille im Deutschen Singular ist? Die Brille, Singular. 2, die Brillen, 2 Brillen. Die sieht cool aus und die fühlt sich auch gut an. Ich glaube, die Brille nehme ich. Ich bin bereit. So schön. Wir machen gerade eine kleine Pause und ich dachte, ich ergreife die Chance und rede noch ein bisschen mit euch. Der erste Teil oder die erste Hälfte des Tages war wirklich toll. Die Sicht war teilweise sehr schlecht und es war sehr windig, aber wir hatten Spaß. Jetzt haben wir sehr starken Hunger und bestellen uns gleich was zu essen. Ich hoffe, ihr genießt die Reise mit uns
und habt schon ganz viel gelernt. Dieses Video wird übrigens von Preply unterstützt. Preply ist mein langjähriger Partner. Das ist eine Plattform, auf der du einen Privatlehrer finden kannst. Bei Preply gibt es Lehrer für alle Niveaus, für unterschiedliche Ziele. Egal, was du im Jahr 2026 erreichen möchtest, dafür kannst du einen Lehrer bei Preply finden. Klicke einfach auf den Link unter diesem Video und finde dir heute schon einen Lehrer bei Preply. Mit meinem Code Natalia50 bekommst du sogar 50% Rabatt auf deinen ersten Unterricht. Das heißt, du kannst den ersten Unterricht für 10 oder 15 Euro buchen. Das ist sehr günstig. Also den Link hinterlasse ich euch in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Denkt daran, meinen Code zu benutzen. Und wenn du dieses Jahr wirklich mit einem Lehrer dein Deutsch verbessern möchtest, dann schau unbedingt bei Preply vorbei. Und jetzt lass uns essen gehen, bevor wir verhungern. So, wir sind gerade auf den höchsten Gletscher Tirols hochgefahren und ich bin so gespannt. Wir mussten hier, also unten mussten wir eine U-Bahn nehmen und sind dann mit der U-Bahn hoch. Es schneit schon. Ja, die Sicht ist nicht so gut, aber ja, mal schauen. Das ist übrigens ein Gletscher, der Gletscher. Ja, vielleicht schaffe ich auch was zu filmen. Extreme Wetterbedingungen. Schnee und Wind. Keine Sicht. Aber Spaß ist gesichert. Oh, Skipolizei. Guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Wir gehen jetzt frühstücken und dann geht es auf die Piste. Denk daran, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Das ist dein Dankeschön für meine fleißige Arbeit. Außerdem habe ich für dich eine PDF-Datei mit vielen regionalen Wörtern erstellt. Diese Datei hilft dir, Deutsch noch besser zu verstehen. Nicht alle sprechen Hochdeutsch. Es gibt auch sehr viele Dialekte. Also klicke auf den Link und lade dir jetzt die Datei herunter und wir gehen frühstücken. Tag 2. Leute, es ist so verschneit hier alles. Oh, wir sind gespannt, wie die Pisten sind. Wahrscheinlich wurden sie nicht planiert. Kennt ihr das Wort? Planieren? Also die wurden quasi nicht zum Fahren vorbereitet. Ich vermute, der Schnee ist wie Pulver jetzt auf den Pisten. Aber wir gehen trotzdem hin und sind gespannt. Okay, los geht's! Leute, letzter Tag, unser Skiurlaub ist vorbei. Es ist natürlich sehr schnell vergangen. Ich habe euch leider nicht so viele Vokabeln erklärt, aber ihr findet noch mehr Dialekte in der PDF-Datei. Ich bin ziemlich außer Atem. Es ist nicht so einfach, auf dieser Höhe zu atmen. Wir waren vorhin auf 3400 Meter Höhe. Das ist Tirols höchster Gletscher. Und dort hatte ich wirklich Probleme zu atmen. Hier unten im Tal ist es besser. Aber jetzt bin ich müde und außer Atem. Wir sind gerade wirklich in einem Winter Wonderland. Alles ist verschneit, alles ist super schön. Wir lassen den letzten Abend ausklingen. Essen gleich lecker, chillen und morgen geht es schon nach Hause.
Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit uns. Ich hoffe, dass ihr auch ganz viel gelernt habt. Ich habe extra viele unterschiedliche Ausdrücke verwendet, viele Vokabeln verwendet. Also liest die Untertitel, schreibt dir neue Wörter auf und schau unbedingt bei Preply vorbei, falls du dieses Jahr nach einem Privatlehrer suchst. Also, danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bleib fleißig. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!